Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mir wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich habe mir mal nach dem letzten Video zum Thema Face Restoration mal ein bisschen die SDXL-Geschichten angeguckt und ich muss sagen, es gibt ja große Workflows, die irgendwie alles in sich drin haben, auch Face Restoration und so, aber ich finde die immer so super kompliziert und bis man da mal durchblickt und im Prinzip können die auch dann mehr, als man eigentlich braucht. Und das hatte ich auch letztens im Discord geschrieben. Ich bin eigentlich mehr ein Freund davon, kleinere Workflows zu haben, die einem bestimmten Zweck dienen und die dann zu speichern, damit man sie halt, wenn man diesen Zweck gerade erfüllen muss, auch wieder hervorkramen kann. Und deswegen, ja, habe ich mal versucht, hier so ein bisschen in die Thematik reinzukommen. Das ist ein Workflow, den ich mir anfänglich gebaut habe, um mal ein bisschen zu gucken, wie verhält sich das denn hier alles mit SDXL und Face Restoration. Und ich muss sagen, hier bin ich auch relativ schnell abgestorben, weil ich mir schon dachte, das macht keinen Sinn, hier weiter zu recherchieren. Und zwar, ich habe das jetzt so gebaut. Ich werde hier auch gar nicht so groß auf diesen Workflow eingehen. Ich kann euch den gerne zur Verfügung stellen natürlich. Aber was ich hier mal probiert hatte, waren so verschiedene Varianten. Also die roten Nodes in diesem Workflow hier, die sind eigentlich nur SDXL. Und in den grünen Nodes habe ich noch ein Stable Diffusion 1.5er Model mit reingemischt. Beziehungsweise im Image-to-Image-Verfahren dann die Face Restoration noch angewandt. Und hier unten, das sind so die Outcomes, die dann dabei rauskamen. Also einmal hier haben wir unser Base-Bild. Dann haben wir den SDXL Detailer, also ein Face Detailing mit SDXL. Wir haben hier, das ist dieses 1.5er Model. Hier für den Workflow habe ich das Absolute Reality genommen. Nicht Rev Animated. Epic Realism geht auch. Aber ja, wir gucken uns gleich die Ergebnisse an. SDXL Upscale, das ist dann nochmal ein Upscaler nach dem Face Detailing hier. Hier haben wir auch nochmal ein Upscaling nach dem Face Detailing mit dem 1.5er Model. Das Upscaling hier an der Stelle ist aber auch mit dem SDXL Base Model dann. Und hier hinten haben wir nochmal das SDXL Bild hochskaliert und ein Face Detail danach gemacht. Und ich habe mal als Prompt hier, das werde ich auch im anderen Workflow noch zeigen oder haben. A woman walking in the corridors of a space station, full body shot, sharp focus, bokeh, intricate, high detail, 8K realistic cinematic shot, a detailed face looking at the camera. Es ist nicht so schön ausgearbeitet, dieser Prompt. Negatives habe ich auch. Ich habe keine Textual Embeddings genommen, weil ich eigentlich das Grundbild schon haben wollte, ohne dass es groß geändert wird. Deswegen sind da auch nicht viele drin. Ich drücke mal auf Start und dann kann es ja laufen. Also ich habe hier zum Laden der ganzen Dinge, habe ich die SDXL Nodes vom Tiny Terra Nodes Pack genommen. Da hatte ich ja diesen Short drüber gemacht. Hier kann man nämlich das Base Model und das Refiner Model in einem reinpacken. Im anderen Workflow, den ich euch gleich noch zeige und wo ich eigentlich ganz gute Resultate mit erziele, benutzen wir die nicht mehr. Weil man sieht hier schon am Tiny Terra Node Sampler, es gibt hier kein Denoise. Also man kann hier kein Image-to-Image mitmachen. Man kann jetzt zwar relativ easy das Base Model und das Refiner Model kombinieren, aber man kann dann im Endeffekt kein Image-to-Image mehr machen hier. So, wir gucken mal eben, was uns die Nodes hier unten ausspucken. Ich gehe hier ein bisschen lieblos durch diesen Workflow durch, das ist mir bewusst, aber wie gesagt, ich war da auch nicht so zufrieden mit diesen Ergebnissen. Solche Geschichten wie Codeformer und GFP-Garn habe ich auch komplett weggelassen, weil die würden dieselben Ergebnisse erzielen wie im normalen Face Restoration Model. Die würden halt einfach nur noch mal so eine Gesichtstapete am Ende da drüber kleben. Okay, wir gucken uns das mal an. Wir haben hier unser Base-Bild. Ja, das ist das reine Stable Diffusion Base-Bild. Dann haben wir hier das Ganze nochmal mit dem Face Detailer. Hier sieht man, dass der Face Detailer auf jeden Fall hier ein bisschen reingekickt hat. Hier haben wir das Ganze nochmal mit dem 1.5er Model.
drüber gelegt. Also das ist hier oben so gebaut, dass ich gesagt habe, ich möchte nur das Face Detailing auf das durch das SDXL erzeugte Bild mit dem Absolute Reality Model erstellen, also nur das Gesicht damit rendern lassen und danach wieder mit dem Base Model von SDXL hochskalieren. Das hier ist das Basisbild hochskaliert. Das hier, unser Basebild einfach hochskaliert. Das hier ist das Bild mit dem 1.5er Model im Face Detail hochskaliert mit dem SDXL Base Model. Ist, ja, schlimmes Ergebnis. Ich glaube hier hinten, was ist das? Hat er da auch noch ein Gesicht erkannt? Ist egal. Ein bisschen wie so ein Geist, ne? Wenn man so eine Fotoreihenfolge von irgendwie einem Gang macht oder so und auf einem erscheint dann auf einmal so ein Geist und auf dem anderen ist er weg. Naja, gut. Leicht abgedriftet. Entschuldigung. Und hier ist nochmal das Face Detail mit dem Base Model danach. Und das war immer so das beste Ergebnis, was ich irgendwie rausgekriegt habe. Und dann dachte ich mir, ich probiere das nochmal anders. So. Ja, wie gesagt, auf den Workflow gehe ich jetzt nicht weiter ein. Könnt ihr euch gerne angucken dann und schauen. Ich finde aber diese Ergebnisse hier schon relativ schlecht. Das Beste war das Face Detail am Ende und das hat mich dann dazu gebracht, einen anderen Workflow zu basteln. Und davon bin ich dann immer weitergegangen und weitergegangen. Ich lade den mal eben. Das ist der Face Restoration SDXL Workflow. Und so sieht das Ganze aus. Nicht mehr so schön bunt, dafür im Prinzip aber relativ einfach aufgebaut. Und am Ende habe ich mir so gesagt, kriegt man auf jeden Fall immer ein Bild, was ganz brauchbar ist. Entweder das Bild ohne Face Detailer oder das Bild mit Face Detailer. Und zum Face Detailer werde ich gleich auch noch ein bisschen was sagen müssen an der Stelle. Da bin ich ein bisschen abgedreht, aber auch, es war ein Unfall. Aber irgendwie war es auch interessant. Ich sage da gleich nochmal was zu, wenn wir uns den angucken. Erstmal zum Workflow an sich. Wir haben hier normale Pipe Loader vom Tiny Terra Nodes Pack. Der untere hier lädt das Base Model. Da haben wir auch das SDXL Base 1.0, das offizielle von Stability AI. Habe ich jetzt für den Anfang hier drin. Später zeigen wir noch ein bisschen mehr oder sehen wir noch ein bisschen mehr. Und hier oben haben wir noch eine Tiny Terra Nodes Loader mit dem Refiner Model. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe das wirklich ein bisschen so Stück für Stück aufgebaut, rumprobiert und es funktioniert eigentlich ganz gut. Also an erster Stelle haben wir hier natürlich unsere Prompts. Ich habe jetzt mal zum Switchen hier ein Positive Motiv Prompt. Ne, den kann ich hier reinhängen, wie ich möchte. Kann zwischen zwei Motiven wechseln. Sehen wir gleich auch nochmal. Dann hier unten sind die stilistischen Angaben, die ich gemacht habe. Die konkateniere ich und packe die hier im Base Model wie auch im Refiner Model ins Positive rein. Und hier unten sind die Negatives auch sehr gering gehalten. Blurry Text Watermarked, Red Eyes Helmet. Einfach, ne, damit wir mal die reine Modelbildgenerierung sehen, ohne dass wir da großartig Embeddings reinschmeißen, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, was drin steht. Nichts gegen Embeddings, die sind super, ziehen Bilder echt glatt, aber um jetzt mal einfach hier so an der Basis zu arbeiten, ist das ganz gut. So, und im Prinzip ist das so aufgebaut. Ich gehe hier unten oder ich starte mit dem Base Model, das soll mir ein Bild generieren mit einer Größe von 1024 x 1024, was die Standardmaße für SDXL sind oder die trainierten Maße. Dann erzeugt uns dieser Sampler ein Bild. Von hier aus gehe ich in den Refiner hier oben rein. Ja, ich benutze den SDXL Refiner hier an der Stelle. Der hat nämlich so ein bisschen Einfluss wie die Add Detail LoRa, die ich auch mal sehr gerne benutze. Die gibt es für das 1.5er Modell und inzwischen gibt es auf Civit AI auch eins für SDXL. Fand ich nicht so gut. Habe ich ausprobiert, müsste ich auch noch installiert haben. Add Detail XL hier. Könnt ihr mal nachgucken auf Civit AI. Gibt es, fand ich aber nicht so gut. Ich habe mich für den Refiner tatsächlich entschieden. So, der Refiner hat hier oben noch eine kleine Berechnung, die zieht sich durch. Und zwar mache ich das Basebild mit 15 Steps. Die multipliziere ich mal
mit 0,2. Das heißt 20% der 15 Steps möchte ich haben. Einfache Rechnung, eine 1,5 mal 2 ergibt 3. Also haben wir 3 Steps für das Refiner Model. Ich mache hier ein Ziel an der Stelle, weil wir einen Ganzzahlenwert brauchen für die Steps und keinen Nachkommastellenwert. Das heißt, jetzt in dem Beispiel hier haben wir 15 Steps im Gesamt oder im Base Model und dann 3 Steps jeweils immer im Refiner. Und das hat ganz gut funktioniert, wie ich immer fand. So, hier oben geben wir uns die nochmal aus, dann können wir die in der Konsole angucken. Aber 1,5 mal 2 oder 15 mal 0,2 ergibt nochmal 3. Das ist laut Adam seinem Riesen so. Okay, also wir haben hier unten das Base-Bild erzeugt mit dem Base-Model, jagen das einmal durch einen Refiner mit nur 0,25 Denoise und 3 Steps. Danach kommt ein normaler High-Res-Fix-Scale mit einem Upscaler-Model und ein Downscaling danach auf 1440 Pixel. Von da aus geht es wieder in einen Sampler mit dem Base-Model. Also hier unten haben wir die Reihe mit den Base-Models, hier oben haben wir die Reihe mit den Refiner-Models. Ich bin gerade immer ein bisschen abgelenkt. Meine Babycam sagt immer Motion Detected. Ich wusste gar nicht, dass es an ist. Es war zumindest nie an. Jetzt jedes Mal, wenn mein Sohn sich rumdreht, kriege ich einen Alarm. Okay, wir haben jetzt das hochskalierte Bild, jagen das durch den Base-Sampler und von da aus jage ich das nochmal ins Refiner-Model rein. Und zwar mit den gleichen Werten wie vorher, mit einer Denoise von 0,25 und 3 Steps. Und von hier aus geht es einerseits in ein Save Image, das heißt, das hier könnte unser finales Bild werden. Es geht aber auch nochmal in einen Face Detailer, der nochmal mit dem Base Model sich nur um das Gesicht kümmert. Und das speichere ich auch weg. Ich habe nämlich gesehen bei meinem Testing, es kann sein, dass das Bild besser wird, oder es kann sein, dass das Bild besser wird, oder es kann sein, dass beide gut werden und man hat einfach die Wahl, sich dann zu entscheiden, welches man nehmen möchte. Damit wir jetzt mal was sehen, werde ich das Ganze einfach mal starten. Und zwar, wir fangen jetzt nochmal eben an mit diesem Prompt hier oben, Caucasian Woman. Das habe ich eingetragen, weil ich gesehen habe, dass das SDXL-Model nur bei Woman sich sehr, sehr stark auf ein Motiv irgendwie beschränkt hat. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Und ich wollte mal ein anderes haben. Ist natürlich für jetzt eigentlich egal, aber wir lassen es mal. Ne, wir nehmen doch den hier unten. Ich wollte nämlich den mit der Clean Space Station haben. So. Beautiful Caucasian woman in the space station looking at the camera, natural skin tone. Zusätzlich haben wir hier noch ein High Detail Intricate Scene from an Action Movie, Alien Movie, Far Distance Shot, Film Grain, Beautiful Eyes. Und als Negative Blurry Text Watermark, Red Eyes und Helmet. Ich möchte nicht, weil das die wegen Space Station hier einen Helm auf hat. Das ist immer doof, wenn man gucken will, was für ein Gesicht rauskommt und dann haben die einen Helm auf. Gut, ich drücke einfach mal auf Start. Als Base Model haben wir hier an der Stelle auch das SDXL Base 1.0, als Refiner Model das SDXL Refiner 1.0, also alles noch im offiziellen Bereich. So, wir schauen uns jetzt mal der Reihe nach an, was hierbei rauskommt. Wir gehen von hier aus, das ist das Bild, was jetzt mit dem Base Model erzeugt wurde, springen wir einmal ins Refiner Model hier oben und sehen, dass das Refiner Model an der Stelle schon, obwohl es nur 3 Steps und ein Denoise von 0,25 hat, schon eigentlich gut Dinge korrigiert, ein bisschen glatt zieht, ein bisschen mehr Details hinzufügt etc. Jetzt haben wir hier an der Stelle unser Upsampling durch. Jetzt sind wir hier. Das Upsampling ist wieder mit dem Base Model passiert. Das heißt, wir sind eigentlich wieder einen Schritt zurückgegangen von der Qualität her. Wobei ich das auch eigentlich nicht so sagen kann, weil die meisten Models, die jetzt irgendwie trainiert für SDXL rauskommen, auch oft dabei stehen haben, dass man das Refiner Model nicht braucht, sondern nur das Base Model, das trainierte Base Model. So, also wir sind jetzt von diesem Refiner-Schritt
auf dieses Base Model hier wieder zurückgegangen. Und jetzt können wir eigentlich schon hier hinten gucken. Wir haben jetzt einmal, das ist jetzt hier unser letzter Sampler nochmal mit dem Refiner, also auf das hochskalierte Bild den Refiner gelegt. Das war unser hochskaliertes Bild mit Base Model. Das ist das hochskalierte Bild nochmal mit Refiner. Sind wesentlich mehr Details drin. Überall. Wirkt perspektivisch irgendwie ein bisschen, oder von der Tiefe her, von der Dreidimensionalität ein bisschen besser. Und hier unten haben wir jetzt noch unseren Face Detailer drüber gejagt. So, und das meinte ich jetzt eben, jetzt kann man sich eigentlich hier entscheiden, welches finde ich besser. Ich muss sagen, hier finde ich das ohne den Face Detailer besser geworden. Gucken jetzt nochmal, ob wir nochmal ein anderes Beispiel generieren können. Also, ja, wir können eins generieren. Spoiler, hier steht nämlich alles auf Randomized. So, wir machen nochmal ein neues. Und gucken uns nochmal die Schritte hier eben durch. Oh, hier sind... Nee, das will ich gerade nicht haben. Da sind 3 Gesichter drin. Ich würde mich gerne auf eins konzentrieren. Bei mehreren Gesichtern, wenn der Face Detailer da anschlägt, könnte das schon sein, dass das Bild sowieso verhunzt ist. Zumindest das vom Face Detailer. Weil dann hast du im Hintergrund irgendwie grob Gesichter drin und dann will der die glatt ziehen und dann passt das überhaupt nicht mehr. Das sieht aber ganz gut aus hier, das Bild. So, wir schauen nochmal wieder rein. Der Schritt. Einmal Base Model gerendert. Nochmal ein bisschen rauszoomen, so. Dann haben wir das Bild refinert. Auch hier sieht man eigentlich ganz gut, warum ich den Refiner mag. Er macht die Hände ein bisschen besser. Er macht den Hintergrund, zieht er so ganz minimal glatt. Das Gesicht ist auch an der Stelle schon wesentlich besser. Dann rendern wir das hochskalierte Bild nochmal mit dem Base Model. Base Model ist für mich immer irgendwie wieder ein Rückschritt. Obwohl es sich natürlich jetzt sehr an das refinete Bild hält, aber ist ein Rückschritt. Ich gehe hier auch nur mit einer Denoise von 0,35 an der Stelle rein, damit wir möglichst nah am Detail sind. Und jetzt gucken wir nochmal die hochskalierten Bilder. Das ist das Bild ohne Face Detailer. Und das ist das Bild mit Face Detailer. Und an der Stelle würde ich schon fast sagen auch wieder, dass, also, oder nicht wieder, sondern an der Stelle würde ich jetzt sagen, hier ist das Bild mit Face Detailer am Ende tatsächlich besser geworden. Ich meine, das hier ist gut, keine Frage. Das sieht gut aus, aber wenn man im Vergleich nochmal den Face Detailer sieht, finde ich, sieht das noch wesentlich realistischer aus und näher an dem Prompt, wo wir eigentlich eingegeben haben, dass wir eine Szene aus einem Actionfilm oder generell einem Science-Fiction-Film oder sowas haben wollen. Und das ist der Workflow, der für mich ziemlich gut läuft. Was ich hier jetzt sagen muss ist, oder was ihr euch vielleicht auch fragt, das weiß ich nicht, kann man diese hier weglassen? Ich würde sagen, ja, kann man. Es hat nicht so viel Unterschied gemacht im Endresultat. Allerdings hat es ein bisschen Unterschied gemacht im Endresultat. Und wie wir gerade gesehen haben, die Refiner Node zieht an der Stelle auf das kleine Bild auch nochmal alles ein bisschen glatter und macht es schöner. Und da habe ich mich dann auch gefragt, soll ich die drin lassen oder nicht? Und ich habe mich entschieden, ja, ich lasse die drin, weil wir haben hier nur 3 Steps auf ein 1024 x 1024 Bild. Also das flutscht innerhalb von Sekunden durch, zumindest auf meiner Hardware. Wenn ihr schwächere Hardware habt oder so und das machen wollt, könnt ihr auch im Prinzip hingehen, hier oben das rausnehmen und hier unten direkt in den Hi-Res Fix Scale verbinden. Dann kriegt ihr ähnliche Resultate raus. Schwierig wird es dann erst hier beim Hochskalierten. Ne, mit den 1440p, da hat meine Grafikkarte auch ein bisschen was zu tun. Ab da wird es dann kritisch. Aber hier hat man 1024 x 1024 mit 3 Steps bei 15 Base Steps. Wird natürlich, wenn ihr hier jetzt sagt, ihr möchtet hier 60 Steps haben, ne, und 20%, dann habt ihr hier, was habe ich gesagt, 60, dann habt ihr hier 12. Ist das richtig? 60, 10%, 6, ja. Dann wird es natürlich schwieriger. Alter, muss ich jetzt schon wieder dieses Mathematik-GIF einblenden? Ich sollte vielleicht abends nicht mehr rechnen. Egal. So.
der Face Detailer. Hier bin ich ein bisschen steil gegangen. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber hier war es total crazy. Ich bin wahrscheinlich einmal mit der Maus abgerutscht und dann standen die Steps hier auf 74 und der CFG stand auf einmal auf 57 oder so. Und das kam mir schon komisch vor. Ich habe aber nichts dabei gedacht. Ich musste einmal irgendwie mit der Maus rumgeschmiert haben. Ich weiß auch nicht wie. Aber ich habe dann mal geguckt. Zuerst hatte ich hier noch eine Berechnung drin, dass ich gedacht habe, okay, die Steps kann ich ja bestimmt reduzieren. Ich lade mal eben Face Detailer dazu, dann können wir das mal eben vergleichen, was die Standardeinstellungen an der Stelle sind. Der startet nämlich mit 20 Steps und einer CFG von 8. Ich hatte dann zuerst noch eine Berechnung drin, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne das Doppelte an Steps für den Face Detailer haben von dem, was ich im Base Model habe. Also bei 15 wäre das natürlich eine 30. Ich habe mich aber da eben nochmal beim Rumtesten auf 20 Steps wieder reduziert, weil danach war kein Fortschritt. Wo ich allerdings fand, dass es einen Fortschritt gab, war bei der CFG. Und zwar, normalerweise sagt man ja, man soll die nicht hochdrehen. Auf gar keinen Fall hoch. Ich habe aber bemerkt, dass wenn man hier wirklich steil geht mit dieser CFG an der Stelle und die wirklich hochdreht, dann sind die Resultate, zumindest für mein Beispiel hier, immer gut gewesen. Und die haben sich super eingefügt und so. Höhere CFG bedeutet, Sampler oder Stable Diffusion an der Stelle, halte dich bitte an den Prompt. Je höher das ist, umso mehr halte dich an den Prompt. Und ich weiß nicht warum, frag mich nicht, warum das so ist, aber mit einer richtig krassen CFG an dieser Stelle kamen auch immer die besten Resultate raus. Es gibt einen Schwellwert irgendwie, gefühlt würde ich so sagen, ab 70, dann wird es ein bisschen abgedreht, dann wurde das Gesicht irgendwie ein bisschen grünlich. Ich habe mich jetzt mit der CFG so ein bisschen runtergearbeitet auf 40. Das war eigentlich so ein ganz guter Wert. Was habe ich sonst noch hier geändert? Ich habe den Denoise von 0,5 auf 0,3 runtergeschraubt. Hier bei diesem Sampler. Und ich habe das Max Size auf 1024 hochgedreht. Ich weiß nicht, ob man es braucht, weil er nimmt sich ja nur den Gesichtsausschnitt hier zum Neusamplen. Aber ich dachte mir, also Stable Diffusion XL ist auf 1024 trainiert, also kann ich das auch mal hier reinklatschen. Und ansonsten, ich gucke nochmal eben, habe ich hier beim wilden Rumtesten irgendwie was noch geändert? Und nicht, dass ich jetzt gerade wüsste, aber das bedeutet manchmal nicht so viel. Ne, okay. Dann nehmen wir die mal wieder weg. Also eigentlich ist das dieses richtig krass hohe CFG hier. Das hat mich auch verwundert und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Wenn ihr so einen Face Detailer einbaut, der kommt aus dem Impact Pack, den will ich jetzt nicht suchen. Ich mache das, ach Gott, ja. Face Detailer so. Ihr braucht auf jeden Fall den B-Box Detektor an der Stelle. Also die anderen Werte könnt ihr euch hier einfach aus dem Sampler rausziehen. Ihr braucht aber einen B-Box Detektor. Dann nehme ich immer diesen hier. Ich ziehe einmal raus, drücke Search und dann habt ihr hier den Ultralytics Detector Provider. Hier könnt ihr noch die Face Detection einstellen. Da könnt ihr verschiedene Varianten nehmen. Ich glaube, für das Beispiel hier bin ich sogar auf dem 8M im Standard geblieben. Manchmal nehme ich einen 8NV2. Ändert aber nicht viel, ist nur die Gesichtserkennung. Und im SAM-Model, das hänge ich auch noch immer mit rein, zieht einfach auch hier runter, drückt Search, nehmt nicht den SAM-Model-Loader, sondern den SAM-Loader. Also auf jeden Fall den, der aus dem Impact Pack kommt. Und hier braucht ihr gar nichts mehr machen. Den Rest verbindet ihr, kriegt hier hinten dann euer Image raus und dann funzt das. So, wir schmeißen das mal alles weg. Ich starte jetzt nochmal ein Rendering. Das sieht auch ganz gut aus, das können wir mal laufen lassen. Für den Fall, dass ihr hier mit der CFG und so rumspielen wollt, könnt ihr den ersten Sampler, könnt ihr ganz wie gewohnt auf Fix setzen, im Sampler selber. Ihr könnt aber auch hier oben bei dieser Primitive hier, das sind die Seeds der anderen Sampler an der Stelle. Also aller 4 Sampler, die da folgen. Hier könnt ihr dann auch auf Fix stellen. Dann habt ihr einmal so gesehen die ganze Kette einmal gelockt und könnt hier hinten ein bisschen vielleicht mit der CFG spielen.
Weil das würde mich schon mal interessieren, ob ihr da auch vielleicht ja auch das Gefühl habt, dass eine hohe CFG an der Stelle richtig gut ist. Oder ob ihr denkt, Mann, der Typ da hinter diesem Video, der labert so einen Käse, das kann ja alles gar nicht sein. Dann schreibt das bitte mal in die Kommentare oder hüpft auf den Discord drauf. Link ist auch unten in der Beschreibung, auch in der Kanalbeschreibung ist der Link zum Discord. Da kann man dann auch über sowas mal diskutieren. So, wir gucken uns nochmal die Ergebnisse an. Das ist das jetzt, was uns SDXL Vanilla rausgespuckt hat. Und hier haben wir nochmal den Face Detailer. Die Augen gefallen mir nicht so gut, aber das Gesicht an sich finde ich mit dem Face Detailer auch wieder schön geworden. Ich wundere mich gerade, was das hier für ein Anzug ist, aber ist wahrscheinlich irgendwann 2150. Können wir uns jetzt noch nichts drunter vorstellen, das ist wahrscheinlich Standardmode. Aber trotzdem. Ich finde auch, man sieht hier ganz deutlich diesen, ich kann da nochmal ein Stück reinzoomen. Man sieht hier auch diesen ganz deutlichen SDXL-Einfluss. Ich habe irgendwie noch so ein Problem, wie diese Gesichter da teilweise ausgespuckt werden. Ich weiß es nicht. Die sehen irgendwie so wie aus Wachs aus oder keine Ahnung. Und ich finde dann, sowas ist schon ein Fortschritt dahin. Die Augen hat er jetzt nicht ganz so hingekriegt. Das könnte man aber mit besserem Prompting oder dem Locken des Bildes und dann nochmal hier ein bisschen Randomized Seeding drüber wischen. So, wir nehmen jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel. Und zwar nehmen wir mal den Prompt. Das müsste jetzt eine verlassene und überwucherte Station sein. Ja, da ist irgendwas mit dem Bein schief gegangen. Das mache ich nochmal. Es geht besser. Kann das was? Ja, das geht. Das schauen wir uns mal an. Als Prompt habe ich hier a beautiful Caucasian woman in an old and rusty and overgrown space station looking at the camera, natural skin tone, debris und forgotten. Plus hier unten die stilistischen Positives. Wir schauen uns auch mal eben an, wie er die Kette hier verarbeitet. Das ist jetzt unser Base Model. Die Hände sind natürlich wieder misslungen. Aber es passiert halt manchmal. Wir gucken mal, was das Refiner Model gemacht hat. Das hat es auf jeden Fall ein bisschen... Das hat der Dame irgendwie ein Anti-Lifting gegeben. Hier sieht sie geliftet aus. Hier ist alles ein bisschen nach vorne gestreckt. Ist das medizinisch möglich? Ist das machbar? Weiß ich nicht. So, hier haben wir nochmal das hochskalierte Bild mit dem Base Model. Und hier hinten haben wir jetzt direkt wieder... Das ist jetzt das Bild ohne Face Detail. Und das ist jetzt das Bild mit Face Detail. Und wenn man das hier, also zumindest bei mir ist es so, wenn ich das jetzt hier so sehe, denke ich mir, auch, ist ein schönes Bild, ist gut geworden. Obwohl das jetzt nicht Space Station ist, sondern eigentlich mehr irgendein Lost Place oder so. Ein bisschen mehr Last of Us, ne? Naja. Und dann klicke ich hier aber rüber und denke mir, ah ja doch, das Bild oder das Gesicht passt eigentlich noch viel besser in dieses Bild rein. Ich glaube, er kommt mit dem Beautiful Eyes hier ein bisschen durcheinander. Das würde ich nochmal rausnehmen. Das hatte ich kurz vor knapp nochmal eingebaut. Weil ein Bild mal rauskam mit nicht so guten Augen. Da dachte ich, packst du ins Positive, kriegst du bessere Augen. Jetzt versucht er wahrscheinlich so krampfhaft solche Augen hinzukriegen. Das ja. Ja, das sieht schon mehr nach Space Station aus, was wir jetzt hier kriegen. Ja, das könnte echt eine Space Station sein. So. Das Detailer-Bild. Ja. Interessiert uns an der Stelle eigentlich auch gar nicht mehr. Wir gucken jetzt nur noch auf das Endresultat. Und dann zeige ich euch eben noch was anderes, was ich auch ganz cool finde. Ich lasse das jetzt mal rattern, das ist sowieso gleich fertig. Jetzt kommt noch einmal ein Refiner mit 3 Steps. Dann geht nochmal der Face Detail auf diesen kleinen Bereich mit 20 Steps drüber. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal das Base-Bild angucken. Ist ganz okay geworden. Ich zoome mal rein. Gucken wir uns das mal Face restauriert an.
Und auch hier finde ich, dass der Face Detailer einen ziemlich guten Dienst geleistet hat. Deswegen denke ich, es ist eigentlich ein ganz guter Workflow, um wirklich Gesichter noch mal ein bisschen zu verbessern durch die SDXL Models. Die haben Frosch im Hals, Moment. So, Frösche gehören in den Teich und nicht in den Hals. Das Schöne an diesem Workflow hier ist eigentlich, dass man als Base Model auch die anderen SDXL Models verwenden kann. Also ich habe hier einmal, ich habe mir das Juggernaut XL geladen von Civit AI und ich habe mir den Dream Shaper XL geladen, auch von Civit AI. Links packe ich euch mal in die Beschreibung. Das sind ziemlich gute Models oder wie kann man es anders sagen? Wahrscheinlich im Moment so welche der besttrainiertesten Models mit Basis SDXL. Das seht ihr hier immer, ne? SDXL 1.0. Jetzt fährt ein Motorrad vorbei. Was ist denn da los? Und das kann man kombinieren. Hier oben müsst ihr es nicht machen. Den Refiner könnt ihr drin lassen. Ihr könnt jetzt aber hier an der Stelle zum Beispiel hingehen und sagen, wir wollen jetzt mal das Juggernaut XL verwenden. Drücken wir Q-Prompt. Jetzt wird das natürlich geladen. Es funktioniert aber auch in dieser Kette und das fand ich ziemlich cool, dass man den Refiner auf die trainierten Models anwenden kann. Also das sind trainierte Base Models, deswegen geht das technisch natürlich. Aber die Ersteller sagen ja meistens, ihr braucht nur das Base Model und nicht das Refiner Model. Aber haben ist besser als brauchen, sage ich mal. Alles funktioniert trotzdem. So, jetzt kriegen wir nämlich unser Bild mit dem Juggernaut XL. Und jetzt gucken wir uns mal die Kette an. Jetzt können wir hier nämlich sehen, das liefert von Grund auf schon bessere Bilder. Sollen wir mal hoffen, dass der Refiner das dann nicht zerstört. Nee, der Refiner zieht es an der Stelle wirklich noch wesentlich glatter. Und macht das alles ein bisschen schöner hier. Den Hintergrund, aber auch das Gesicht, die Nase ein bisschen glatt gezogen. Es ändert sich nicht viel, die Haare hat er ein bisschen gepimpt. Jetzt gehen wir hier unten nochmal in das Upscaling mit dem Juggernaut in dem Fall. Das funktioniert auch wunderbar besser noch als das SDXL Base Model. Na, es ist halt ein trainiertes Model. Und jetzt gucken wir uns mal hier hinten unsere Ergebnisse an. Wir haben jetzt einmal das Base Model, beziehungsweise nur mit Juggernaut und im Vergleich dazu auch nochmal den Face Detailer. Da zoomen wir mal ran. Ich wäre mir unschlüssig, die Augen sind ziemlich unterschiedlich. Wir haben durch den Face Detailer hier noch ein Muttermal bekommen, was solche Bilder natürlich immer noch realistischer macht. Dafür sieht es aus, als hätte sie hier unten ein paar Zahnlücken im Base Model, was ja auch dem Setting doch durchaus zuträglich ist. Wäre vielleicht eins der Fälle, wo man sagen könnte, okay, ich kann das nehmen, ich kann aber auch das nehmen. Also je nach Gusto. Und wir können auch noch das, was habe ich gesagt? Wo ist es? Wo ist es? Wo bist du? Dream Shaper XL, da ist es. Ich vergesse auch immer den Namen. Ich habe anstatt Dream Shaper habe ich immer Deliberate im Kopf und das ist ein ganz anderes Model. Das ist ein 1.5er Model. Ich weiß gar nicht, ob es davon auch schon ein SDXL gibt. So, da kriegen wir unser erstes Bild. Noch ein schönes Model. Gucken wir uns das mal an. Auch eine gute Basis, vor allem die Hände. Sehr schön. Gucken wir uns die refined Variante an. Ist Geschmackssache an der Stelle. Das Gesicht ist ein bisschen besser im Unrefineden für das Model. Dafür ist der Rest vom Refiner ein bisschen hochgepusht worden. So, hochskaliert sieht das Ganze dann so aus. Dann wird sowieso nochmal glatt gezogen, beziehungsweise ändert sich. Und jetzt gucken wir uns einmal die Variante an mit dem Basismodel. Und dann nochmal die Variante mit dem Face Detailer. Und dann können wir wieder
entscheiden, was besser ist. Auch wieder zwei sehr schöne Varianten. Ich finde halt, der Face Detailer zieht es noch ein bisschen mehr in Richtung Realismus, wenn man es vergleicht mit den Base Models. Aber hier sind wir echt an Stellen auch, wo man dann halt echt sagen könnte, mir gefällt das eine oder andere besser. Auf jeden Fall bietet dieser Workflow hier die Möglichkeit, wenn die Gesichter dann doch irgendwie schräg aussehen, dass man noch eine etwas designte Variante hat. Ich wollte das jetzt auch nochmal mit dem anderen Prompt ausprobieren und ich glaube, dann haben wir es. Wir lassen das Model drin. Macht auch, ich lasse sie mal laufen, ändere derweil einmal kurz den Prompt, weil wir haben jetzt immer sehr nahe Bilder oder nahe Gesichtsporträts. Walking through the corridors of a space station. Da sollte der nämlich mal ein entfernteres Gesicht machen. So, wir warten nur eben, bis er hier hinten fertig ist und vergleichen wir mal die Endresultate. Die Zwischensteps müssen wir an einer Stelle nicht machen. Geht ratzfatz, noch einmal 3 Schritte refinen. 20 Schritte auf den Face Detailer. Inzwischen können wir uns das hier mal angucken. Details sind schon krass da. Das sind auch noch vielleicht, das ein bisschen zu sortieren, ist vielleicht Prompting-Aufgabe. Gucken uns den Face Detailer an der Stelle an. Auch wieder Geschmackssache. Deswegen wollte ich eigentlich mal ein Bild haben, welches die Person ein bisschen weiter weg zeigt. Nein, vielleicht muss ich das noch ein bisschen intensivieren. Aber hier unten habe ich schon Far Distance Shot. Vielleicht mache ich mal hier Full Body. Gucken, ob das triggert. Wo bist du? Da unten. Ja, das triggert. Okay, sehr gut. Da kommt unsere stolze Astronautin anmarschiert. Und wird direkt ins Refinement geschickt. Von da aus ins Upscaling. So eine Raumfahrtausbildung ist hart. Da muss man durch mehrere Steps durch. Es geht ratzfatz an einem Stück hier. Manchmal so langsam, aber naja. So. Gebt uns das erste Resultat. 3-mal refinen. Schwupps. So, das ist jetzt das Bild vom Base Model. Und jetzt kommt auch unser Face restauriertes Bild. Wir schauen mal. Und an der Stelle würde ich halt definitiv wieder sagen, der Face Detailer hat es gerettet. Ist nicht schlecht zugegebenermaßen. Man sieht es aber schon, dass es durch KI erstellt wurde. Das macht es hier, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das zu erkennen noch. Passt besser. Noch einmal back to the base model. Das wird geladen. Aber nochmal gucken, was man mit der Basis einfach hinkriegt. Da cutte ich jetzt gleich einfach. Plopp, da ist es. Wenn es in Wirklichkeit auch so schnell gehen würde, wa? Aber das wird einem ja keiner mehr glauben dann, dass das Bild generiert wurde. So, hier haben wir einmal das Vanilla-Gesicht. Und hier haben wir die Face Detailer Variante. Und auch hier. Ja, also hier ist, abgesehen, nicht auf die Hand achten. Hat er verhunzt, leider. Aber es geht ja jetzt ums Gesicht. Gesicht wurde gerettet, eindeutig. Ja, und das ist so der Workflow, an den ich mich rangetastet habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es ja, gang und gäbe ist. Ich habe mir die anderen großen Workflows nicht angeguckt, die auch Face Detailing irgendwie noch anbieten. Das ist jetzt basierend auf meinen Erfahrungen, wie sich dieses Refinement mit dem Base Model und so verhält. Und die Ergebnisse haben eigentlich immer gesagt, dass es ziemlich gut funktioniert. Und deswegen, ja, könnt ihr auch gerne mal ein bisschen rumspielen, eure Meinung dazu kundtun. Gerne, wie gesagt, in den Kommentaren oder im Discord. Und vielleicht habt ihr sowieso noch Ideen, wie man das Ganze ein bisschen besser machen kann. Oder ob man es ganz anders macht, selber Erfahrung habt.
Ich finde aber auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht heißt, das macht man nicht so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich arbeite mich auch gerade erst in diese SDXL-Materie ein. Ich finde, die Ergebnisse sprechen einfach dafür. Also ich mache das jetzt schon 2 oder 3 Tage immer mal nebenbei und ich muss sagen, da kamen gute Sachen am Ende bei rum. Gut. Ja, dann, wie gesagt, beide Workflows, auch den ich abgebrochen habe, gebe ich euch einfach mal. Könnt ihr euch dann runterladen, rumexperimentieren, selber mit rumspielen. Und dann, ja, habt viel Spaß dabei. Vanilla-Gesicht. Und teilt mir mal eure Meinungen mit. Face-Detailer-Gesicht. Also, Face Detailer hat gewonnen, eindeutig. Bis zum nächsten Video, macht es gut. Tschüss.